In diesem Video demonstriere ich mit dem Bostab die Form Funebari und setze damit meine Serie zum Kampf mit dem Langstock fort. Ich bin Dirk vom Kanal Nimpo-Ralf und wenn euch Stockkampf interessiert, dann schaut euch das Video gern bis zum Schluss an, denn im zweiten Teil demonstriere ich 3 Übungen aus meinem Training, die man sehr gut solo trainieren kann. Bei Funebari handelt es sich um die 4. Form der Keiko Sabaki Kata aus dem Bojutsu der Koki-Shinten-Ryu. Übersetzt bedeutet der Name so viel wie Bootsstütze, einige übersetzen es aber auch als Loch im Boot. Gestartet wird aus der tiefen Position Gedan no Kamae, wobei ich selbst versuche, den Bostab hinter meiner Position zu verbergen. Als ersten Schlag führe ich rechts Yokoto Uchi aus. Im Video selbst schlage ich ziemlich hoch in Richtung Schulter, Ziel allgemein ist aber der seitliche Rumpf. Es finden sich im Netz aber auch Varianten, wo der erste Schlag seitlich zum Knie geführt wird. Es folgt ein Tento Uchi mit dem hinteren Ende des Bostabes, verbunden mit einem Seitenwechsel in der Position. Tento ist ein Punkt mitten oben auf dem Kopf. Es erfolgt erneut ein Seitenwechsel in der Position und ein Ake Uchi, bzw. Aufwärtsschlag zu den Handgelenken, um den Angreifer zu öffnen. Durch schnellen Positionswechsel wird abschließend wieder mit dem hinteren Ende ein Tento Uchi zum Kopf geschlagen. Nach diesem letzten Schlag wird wieder Gedan no Kamae eingenommen und beobachtet. Hier zeige ich Funebari noch einmal aus der Sicht des Angreifers. Aus diesem Winkel ist gut zu erkennen, wie ich meinen Langstock hinter meiner Kamae verberge. Und hier könnt ihr die komplette Form auch noch einmal von der anderen Seite sehen. Nun zeige ich euch noch die 3 eingangs erwähnten Übungen zu den Schlägen dieser Form aus meinem Solo-Training. Meine erste Übung kann man gut auch zur Aufwärmung machen. Ich trainiere hier in einer statischen Position die kreisende Bewegung des senkrechten Schlages. Meine Hände gleiten hierbei noch nicht am Bo entlang, mit etwas Geschick kann diese Übung damit aber erweitert werden. Bei meiner zweiten Übung nutze ich die Wurzel eines umgestürzten Baumes. Es kann bei euch natürlich was völlig anderes als Zielhilfe sein. In Übung Nummer 2 geht es darum, den senkrechten Schlag gezielt auf eine Stelle auszuführen. Ich übe viel draußen, deswegen bot sich der Wurzelballen mit seinen Kerben wunderbar an. Bei Übung Nummer 3 geht es nun darum, horizontale Schläge mit etwas mehr Energie bzw. Power gegen ein Ziel auszuführen. Wenn ihr im Wald oder Park gegen Baumstämme schlagt, macht es nicht zwingend an gesunden Bäumen, wo die Rinde verletzt werden kann. Sucht euch lieber einen alten Stamm, achtet aber darauf, dass er noch stabil steht und vor allem, dass von oben nichts herunterfallen kann. Muss es unbedingt ein gesunder Baum sein, könnt ihr ihn auch mit einem Polster umwickeln, so ähnlich wie ich mein Makiwara gebaut habe. Das könnt ihr euch in diesem Video hier oben anschauen. Hier könnt ihr dann horizontale, harte und schnelle Schläge im Wechsel trainieren. Aber Achtung! Der Stamm ist ein statisches Ziel und wirft die Energie unmittelbar zurück. Anders als es der Körper des Angreifers tut oder wenn ihr in einen Abwehrblock hineinschlagt. Kleiner Tipp von mir am Rande, übertreibt es nicht und schont eure Gelenke. Ich sage Tschüss, ich hoffe euch im nächsten Video wiederzusehen. Euer Dirk vom Nimpo-Ralf.